Herzlich willkommen. Ich bin Giles Keating, Vorsitzender des Wertstein-Instituts mit meinen Kollegen Valerie Pagnol, Stefan Risse und Christine Shields. Valerie, mach den Anfang. Gib uns das eine Wort, das zurzeit die Weltwirtschaft bestimmt. Japan. Ich war vor einem Monat da und habe ein Land im Umbruch erlebt. Stefan. Mein Begriff: vollendete Tatsachen. Brexit ist eine enorme vollendete Tatsache und als solche für den Markt irrelevant. Christine. Politik. Im Moment herrscht mehr politische Unsicherheit als je zuvor in meinem Leben. Mein Begriff ist Expansion, also was die Weltwirtschaft seit unserer letzten Show getan hat. Später untersuchen wir zwei Themen, die den Zeitgeist ausmachen. Beide Bereiche werden unserer Meinung nach überdurchschnittlich schnell wachsen. Robotik und das Web 4.0. Wir werden uns durch Abstimmung für eins der Themen entscheiden. Aber zuerst einmal, welche Beweise gibt es für weltweites Wachstum? Der US-Arbeitsmarkt wächst, Verbraucher sind zuversichtlich und Investoren sind überrascht. Unternehmensdaten in Europa sind gemischt, aber das Wachstum des Bruttosozialprodukts in Deutschland liegt über dem Durchschnitt und die Eurozone und das Vereinigte Königreich wachsen trotz Brexit. Japan tut sich schwer, aber der Konsum in China wächst zweistellig. Der Ölpreis ist im August auf $50 gestiegen, deutlich über der $40-Marke, die Förderer in Schwierigkeiten bringt, aber niedrig genug, um den Konsum zu stärken. In Konsequenz sehen wir an den Märkten Wachstum und in den USA Rekordwerte an einigen Aktienindexen. Im Wertstein-Institut sehen wir weiter Investitionsmöglichkeiten, besonders im Bereich unserer Zeitgeistthemen. Allerdings bedeutet der jüngste Kursanstieg, dass Preise nicht mehr so attraktiv sind wie vor einem Monat. Die US-Notenbank hat angedeutet, die Zinsen vor Jahresende leicht anheben zu wollen. Das hatte bisher keine Auswirkungen, aber wir erwarten eine leichte vorübergehende Kurskorrektur. Und die wachsende politische Unsicherheit auf der Welt deutet auf das gleiche Risiko hin. Eine solche Kurskorrektur wäre eine gute Gelegenheit, in Aktien zu investieren. Aber was denkt unsere Runde? Stefan? Ich bin unverändert optimistisch, was den Aktienmarkt angeht. Aber was die US-Wirtschaft angeht, stimme ich nicht mit dir überein. Meiner Meinung nach steht die europäische Wirtschaft besser da, weil der Arbeitsmarkt hier besser aussieht. Das Bruttosozialprodukt wächst nur langsam. Zahlreiche Frühindikatoren haben uns letztlich enttäuscht und das Haushaltsdefizit liegt wieder deutlich über 4%. Also wird alles mit neuen Defiziten erkauft. Und meiner Meinung nach ist das Wachstum in den USA nicht gesund. Zwar keine Blase, aber wir sollten das im Auge behalten. Christine, deine Meinung? Auch ich bin von den USA bislang enttäuscht. Aber ich denke, die Chancen für einen Aufschwung in der zweiten Jahreshälfte und damit insgesamt ordentlichem Wachstum stehen gut. Meiner Meinung nach braucht die Weltwirtschaft ein Konjunkturprogramm, weil das Wachstum seit der Weltfinanzkrise schlicht zu gering ist. Jedenfalls sind wir von Wachstum wie vor der Krise weit entfernt. Es wäre sicher kein Fehler, uns mit einem Konjunkturprogramm etwas Schwung zu verleihen. Du warst vor kurzem in Japan. Valerie, was hast du da gesehen? Das ist eine spannende Frage. Ich habe mehr Vertrauen in die Wirtschaft als in Regierungen und Notenbanken. Christine, ich verstehe, dass von vielen Seiten ein Konjunkturpaket gefordert wird. Aber was für eins wollen wir genau? Ich fürchte, das geht in die falsche Richtung. Wenn wir bloß Schulden auf Schulden türmen und die Notenbanken weiter zum Eingreifen zwingen, führt das zu einem gefährlichen Kreislauf, der in Japan wohl bekannt ist. Mein Optimismus für die Weltwirtschaft hat also nichts mit dem Vorgehen der Regierungen zu tun. Im Gegenteil, das sehe ich momentan sehr skeptisch.
Ich gehe davon aus, dass ein Großteil Europas lokale Investitionen in die Infrastruktur braucht, zum Beispiel in England. Kleine lokale Projekte wären besser als die Riesenprojekte, die gerade im Gespräch sind. Stefan, wird daraus etwas? Abwarten. Ich habe unseren Finanzminister in der Presse scharf attackiert, weil ich es für verrückt halte, dass man dafür keine positiven Zinsen bekommt, Geld zu leihen. Und zwar für die nächsten 10 Jahre garantiert. Also müssten wir in die Infrastruktur und die Bildung investieren. Das sind momentan unsere größten Schwachstellen. Ich stimme zu, wir brauchen ein Konjunkturprogramm überall in der Welt, aber nicht in Deutschland. Die Wirtschaft wächst ja, und das verdeutlicht unsere Situation. Wir wissen nicht, wie wir dieses Experiment, dieses unglaubliche Wachstum der Geldmenge beenden sollen. Aber solange die Musik spielt, muss man tanzen. Ein interessantes Thema. Valerie, wie siehst du die Situation? Ich bin momentan nicht mehr so optimistisch. Der Sommer war gut. Wir hatten eine schöne Aktienrallye. Aber was den Herbst angeht, bin ich vorsichtig. Es stehen viele politische Entscheidungen an. An erster Stelle die Wahlen in den USA zum Beispiel. Du hast die US-Notenbank angesprochen. Und ja, die Rede von Notenbankpräsidentin Yellen war in vielerlei Hinsicht eindeutig. Ich bin mir nicht sicher, dass der Markt angemessen reagiert. Da stimme ich dir zu, denn im Gegensatz zu Stefan bin ich mit der amerikanischen Wirtschaft zufrieden. Christine, da denke ich wie du. Und deswegen glaube ich, dass die US-Notenbank den Leitzins bald erhöhen wird. Das wird für die Märkte kein Desaster, aber es wird kurzfristig zu Unruhe führen. Was denkst du, Christine? Ich denke, die Notenbank wird den Leitzins im September erhöhen. Und das wird ein Schock für die Märkte. Die können Risiken genauso wenig vorhersehen wie die Politik. Und dann überreagieren sie. Das macht mir Sorgen. Gut, also viel Risiko, aber auch Chancen. Sagt mir bitte vor der Abstimmung, was ihr denkt, wie sich die nächsten Monate entwickeln. Valerie? Wie gesagt, ich bin langfristig optimistisch, aber momentan vorsichtig. Ich würde im Moment kein Risiko eingehen und die nächsten Monate abwarten. Stefan? Ich sehe die Entwicklung seit der letzten Sendung als Bestätigung, weil ich der Optimist der Gruppe war. Und tatsächlich sind die Aktienkurse gestiegen. Und das ist meiner Meinung nach erst der Anfang der Rallye. Nicht aufgrund von Wachstum in den etablierten Industrienationen, sondern weil Aktien derzeit unterbewertet sind. Ich bin ja immer vorsichtiger als Stefan. Ich stimme da Valerie zu. Ich sehe kurzfristig Risiken. Nächstes Jahr, nach den Wahlen, wird es mir besser gehen. Wenn wir es bis dahin geschafft haben, werde ich optimistischer. Danke. Ich sehe auch große Risiken, jedoch mehr in Hinsicht auf die US-Notenbank als die politische Situation. Also, Zeit für die Abstimmung. Auf einer Skala von 0 bis 10, wobei die 0 für pessimistisch steht und die 10 für optimistisch. Valerie, mach bitte den Anfang. Ich bin bei einer 4. Stefan? Ich liege bei 8. Christine? Für mich eine 3. Und für mich die 4. Macht zusammen 19. Das ist deutlich verhaltener als unsere letzte Wertsteinwertung. Jetzt stellt sich also die Frage, wo man investieren soll. Und dazu sehen wir uns in der zweiten Hälfte unsere Zeitgeist-Themen als Investitionsmöglichkeiten an. Vor der Pause sind wir auf eine Wertsteinwertung von 19 gekommen. Weit entfernt von der 29 vom letzten Mal.
Die Aktienpreise sind seitdem gestiegen, also scheinen wir damit richtig gelegen zu haben. Unsere 19 bedeutet, dass wir die Zukunft deutlich verhaltener sehen. Aber natürlich gibt es trotzdem gute Anlagemöglichkeiten. Deswegen sprechen wir jetzt über Zeitgeists, also Bereiche der Weltwirtschaft, die schneller wachsen als der globale Durchschnitt. Dieses Mal reden wir über zwei Themen: das Web 4.0 und Robotik. Stefan, was hat es mit dem Web 4.0 auf sich? Stellen Sie sich vor, Ihre Butter oder Milch wird knapp und nicht Sie, sondern Ihr Kühlschrank bestellt ganz einfach bei einem Lebensmittel-Internetversender Nachschub. Oder Sie erreichen mit dem Auto auf der Fahrt in den Urlaub den Kilometerstand, wo die nächste Inspektion fällig wird. Dann müssen Sie nicht mehr anrufen bei der Werkstatt, um einen Termin zu vereinbaren, sondern Ihr vernetztes Auto tut das. Und wenn Sie dann im Urlaub sind und sehen, da kommt eine Fernsehsendung, die ich gern sehen möchte, wenn ich nach Hause komme, können Sie von dort aus das zu Hause, wenn man so will, programmieren. Das alles sind Beispiele, die zeigen, dass das Internet noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist. Wir sprechen hier vom Internet 4.0. Denn es wird geschätzt, dass bis 2020 50 Milliarden Geräte vom Kühlschrank über das Auto bis zum Fernseher verbunden sein werden. Das bedeutet weiteres Wachstum für E-Commerce-Firmen, Online-Bezahlsysteme, Internetsicherheitstechnologie und neue Funktionen auf dem Smartphone. Dieser Zeitgeist investiert insofern in Unternehmen, die vom weiteren Wachstum des World Wide Web profitieren. Stefan, danke dir. Klingt interessant. Aber welche Firmen werden deiner Meinung nach von dieser Möglichkeit profitieren? Nur die großen Namen wie Amazon und Google oder auch andere? Von dieser neuen Wachstumsphase im Internet werden sicher auch andere Firmen profitieren. Mastercard wäre nur ein Beispiel. Und wie gesagt, Internetsicherheit. Was im Moment noch fehlt, sind Firmen, die sich etwa auf die Technologien spezialisieren, mit denen man erkennen kann, wie viel Milch im Kühlschrank ist und die bei Bedarf neue bestellen. Wenn wir in Zukunft solche Firmen identifizieren können, wird der Zeitgeist gleich viel interessanter. Aber auch so sorgt er bereits für Wachstum in der gesamten Industrie. Also viele Möglichkeiten. Kommen wir nun zur Robotik. Valerie? Ja, der Robotikmarkt wächst deutlich, besonders in Asien. Hier besteht erhebliches Wachstumspotenzial. Bis 2025 werden Investitionen von $2 Billionen erwartet. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von etwa 35%. Der Sektor teilt sich in 4 Bereiche. Industrieroboter, die längst über die Automobilbranche hinausgewachsen sind. Eine wichtige Neuentwicklung hier sind Coboter. Außerdem Haushaltsroboter, Personal Robots und Chatbots. Ein Aktienfonds, der sich auf Robotikfirmen spezialisiert, hat bis Mitte 2014 hervorragend abgeschnitten. Seitdem ist er etwas gefallen. Aber jetzt geht es wieder aufwärts. Ich sehe hier einen internationalen Industriezweig mit erheblichem Wachstumspotenzial. Valerie, das Wort Coboter ist mir neu. Was hat es damit auf sich? Es ist eine Kurzform von kooperativer Roboter, also Roboter, die in einer sicheren Umgebung direkt mit Menschen interagieren, im Gegensatz zu den gefährlichen einarmigen Robotern in Sicherheitskäfigen. Coboter sind absolut sichere Helfer für Menschen in Fabriken. Also das komplette Gegenteil der Befürchtung, dass Roboter in den Konflikt mit der Menschheit treten werden. Ich glaube nicht an einen Konflikt. Roboter werden uns helfen. Das ist ja jetzt schon der Fall. Zum einen im Haushalt, dort besonders im Bereich kleiner Anwendungen, die immer kostengünstiger werden. Und auch im medizinischen Bereich.
Sie helfen alten Menschen und behinderten Menschen. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch beim Lesen von Gesichtern und Erkennen von Gefühlen. Das finde ich fantastisch. Interessant. Du hast auch von Chatbots gesprochen. Was ist das genau? Das sind unsichtbare Roboter, mit denen wir im Internet kommunizieren. Wenn man auf Internetseiten in Chatmodulen Fragen stellt, kommt die Antwort oft von einem Roboter. Das sind gar keine Menschen. So kann man sich irren. Christine, was hältst du davon? Beide Themen sind faszinierend und haben viel Potenzial. Aber es ist nicht gut, alles zu automatisieren. Menschen müssen etwas zu tun haben. Und meine andere Sorge ist, dass wir ein Grundverständnis davon haben müssen, wie Dinge funktionieren. Als ich klein war, konnte man ziemlich alles mit einem Schraubenzieher reparieren. Und je weiter wir uns von diesem Zustand entfernen, desto mehr stehen wir möglichen Problemen hilflos gegenüber. Einem Stromausfall oder einem Cyberangriff zum Beispiel. Das macht mir wirklich Sorgen. Plötzlich sitzt man in einem dunklen Haus und Ja, genau. hat Hunger, weil der Kühlschrank keine Milch bestellt hat. Das kann ich nachvollziehen. Stefan, was denkst du? Solange alle Prozesse definiert sind, kann man sich auf jedes Problem vorbereiten. Aber wenn doch etwas Unvorhergesehenes passiert, ist es wie mit einem Auto. Wenn man heutzutage mit einem Auto liegen bleibt, kann einem keiner helfen. Früher hat ein Schraubendreher gereicht. Heute muss man das Auto in die Werkstatt schleppen. Da ist also was dran. Dazu kommt, dass nicht jede Werkstatt helfen kann, sondern nur die Vertragswerkstatt, nicht mehr der Meister um die Ecke. Der hat weder die Teile noch die Software, die man braucht. Also konzentriert sich die Macht in den Händen großer Konzerne. Stimmt das so? Valerie, können Roboter vielleicht weiterhelfen? Ich glaube ja. Und hinter den Maschinen werden Menschen stehen, die sie reparieren können. Ich sehe das optimistisch. Was wir hier sehen, ist vorsichtig gesagt der Tatsache geschuldet, dass sich Roboter noch in der Entwicklungsphase befinden. Besonders was die Interaktion mit Menschen angeht. Aber der medizinische Nutzen ist enorm. Wir werden weiterhin hervorragende Chirurgen brauchen, aber sie können besser und präziser arbeiten. Und per Fernsteuerung. Genau. Und das wäre auch in Gefahrensituationen ein wichtiger Vorteil. Und bei Gefahrgütern. Die könnte man so leichter recyceln. Und die Kosten für Roboter sinken stetig. Das ist alles realistisch. In der Fertigung werden wir überall Roboter sehen, aber da bin ich natürlich voreingenommen. Ich wurde in Japan von einem Roboter begrüßt, in einem Geschäft. Das war echt super. Aber die laufen dort noch nicht überall herum. Ein Staubsaugroboter würde mir gefallen. Aber fällt der dann nicht die Treppe runter? Nein. Also ich finde es faszinierend, wie Japan hier Weltmarktführer geworden ist, weil dort ein so hoher Arbeitskräftemangel herrscht. Aber Stefan, in Europa haben wir das umgekehrte Problem. Hier herrscht immer noch Arbeitslosigkeit. Könnten Roboter und das Internet den Arbeitsplatzmangel verschärfen? Wie siehst du das? Sicher ist das ein Problem, das auch mit der Automatisierung von Fertigungsabläufen zu tun hat. Aber das größere Problem ist meiner Meinung nach seit den 90er Jahren, dass wir Arbeit und Fabriken nach Osteuropa oder China verlagern. Das ist für die Arbeitsmarktsituation, zum Beispiel in Portugal oder Spanien, ein viel größeres Problem. Die gesamte Textilindustrie ist abgewandert, weil die Produktion dort zu teuer geworden ist. Genau wie in England. Das wird sich fortsetzen.
Und deswegen brauchen wir hier nicht nur einen wirtschaftlichen Ansatz, sondern einen sozialpolitischen. Was machen wir, wenn wir letztlich immer weniger Arbeit haben? Und wie teilen wir sie so auf, dass wir nicht einerseits hohe Arbeitslosigkeit haben und andererseits kreative Leute, die Roboter herstellen und alle anderen finanzieren müssen? Das sind alles wichtige Themen. Aber wo sehen wir als Investoren die besten Möglichkeiten? Valerie, du hast selbst gesagt, dass die Robotik nach 10 starken Jahren eine deutliche Abschwächung erlebt hat. Aber die Kurse der Firmen, die du erwähnt hast, Stefan, steigen seit Jahren immer weiter. Sind sie vielleicht etwas überbewertet? Genau, das ist meine Sorge. Das Thema gefällt mir wirklich. Besser als Roboter, weil die für mich nicht neu sind. Ich war als Kind schon auf der CeBIT in Hannover und da waren lauter Roboter, die sahen wie C-3PO aus Star Wars aus. Also ist das für mich ein alter Hut. Aber für das Web 4.0 gibt es zu wenig Start-ups und die großen Firmen werden hervorragend geführt. Da ist zukünftiges Wachstum schon einberechnet. Also gibt es keine unterbewerteten Aktien oder Neuentdeckungen. Das macht die Robotik als Investitionsgebiet etwas attraktiver. Das ist doch eine hervorragende Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte. Schreiten wir also zur Abstimmung. Das Forum hat die Wahl zwischen Robotik und Web 4.0. Valerie, machst du bitte den Anfang? Auf jeden Fall Robotik. Wir sehen eine neue Generation, neue Märkte, neue Möglichkeiten und gute Preise. Danke. Stefan? Auch Robotik. Das Thema Web 4.0 ist zweifelsohne spannender, aber Robotik ist die bessere Investition, weil die Aktien unterbewertet sind. Also bin ich letztlich auf deiner Seite. Christine. Ebenfalls Robotik. Ich brauche einen Rasenmäherroboter. Gut. Und meine Stimme geht auch an die Robotik, weil wir hier am Anfang einer neuen Wachstumsphase stehen. Das bedeutet, dass die Robotik mit 4 Stimmen der neue Wertstein Zeitgeist ist. Neben der Biotechnologie, die das letzte Mal gewonnen hat. Vielen Dank an unser Forum. Valerie, Stefan, Christine und bis zum nächsten Mal.